Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deiner Preview 2025. Schauen wir uns hier in diesem und im Extended Video an, in diesen Videos, wie dein 2025 aussehen wird, könnte, sollte, müsste, dürfte. Wie gesagt, zu diesem Video, wie immer bei mir eine Extended-Version. Dort gehen wir Monat für Monat einzeln durch in der Kurzvorschau und schauen wir uns an, was das Jahr 2025 für dich energetisch praktisch, im Store hat. Lieber Skorpion. So. 2025 ist für dich ein sehr, sehr ausschlaggebendes Jahr und ihr wisst, bei mir ist es unabhängig vom Alter, in dem du dich befindest. Es ist sehr, sehr ausschlaggebend. Du verstehst Zusammenhänge. Du verstehst, dass du bisher nicht gespürt hast. Oh ja, ich sehe dich schon die Augen verdrehen. Ja, du hast bisher nicht gespürt. Dein Ego hat dich spüren lassen. 2025 bekommst du ein ganz anderes Gespür für gewisse Themen, Sachen, Dinge, Menschen. Du bekommst ein echtes Gefühl. Ja, jetzt wirst du sagen, what? Was war das dann bisher? Das war dein Ego, lieber Skorpion. Du hast viel an dir gearbeitet, du hast deine Hausaufgaben aufs Meisterliche angenommen und durchaus die meisten von euch aufs Meisterliche so gut wie möglich abgearbeitet. Ja, die letzten Jahre waren Jahre des Wachstums, Hardcore-Jahre des Wachstums und 2025 ist ein Jahr, in dem du spürst, doch dieses Spüren ist anders. Es kommt aus dem Herzen. Ja, lass dich überraschen, lieber Skorpion. Es ist anders als gewohnt. Du wirst diesem Gefühl vorerst nicht trauen und du wirst dir denken, was? Gaukelt mir etwa mein Ego etwas vor? Nein, du hast so viele Hausaufgaben in deiner Wachstumsarbeit, in deiner persönlichen Wachstumsarbeit an dir vorgenommen, dass du dir dein Herz frei geschaufelt hast. Das wird selbstverständlich, hört sich blöd an, ist aber so belohnt, denn 2025 bist du endlich im Vertrauen. Sie sagen mir die Sache mit deinem Imperium. Dazu im Extended mehr. Was ist dein Imperium? So, für diejenigen, die eine Katze haben, beziehungsweise sich eine Katze zulegen wollen. Diese Katze ist dein Gefährte. Der Gefährte des guten, großen Glückes. Du wirst im Verlauf des Jahres herausfinden, warum das jetzt angesprochen wurde. Die Katze ist ein Seelengefährte. Die Katze ist ein uralter Seelengefährte von dir aus einem vergangenen Leben. Genau die Seele dieser Katze ist wieder jetzt hier zu dir zurückgekommen, beziehungsweise kommt im Verlauf 2025 zurück. Falls du keine eigene Katze haben kannst, wegen irgendwelchen Mietbedingungen, wie auch immer, wart es ab. Katzenthema 2025 mit großem Seelenglück gepaart. Du wirst 2025 sehr viele Antworten bekommen. Es ist nicht mal so, dass du nach ihnen suchst. Ja, ganz unlike Skorpion. Ich weiß, sie werden einfach auf dich zukommen. Du wirst sie zur Kenntnis nehmen, oft gar nicht gleich integrieren, weil sie dir selbstverständlich vorkommen. So nach dem Motto, ach ja, an diesem Geschäft bin ich schon 180.000 Mal vorbeigegangen, weil es genau um die Ecke ist, während ich zum Supermarkt gehe. Nein, die Antworten, sie werden kommen. Es werden
ganz einfache Antworten sein. Du brauchst nicht mal nach ihnen zu suchen. Außerdem, lieber Skorpion, wird gut möglich für sehr, sehr viele ein Mensch ganz ausschlaggebend werden. Dieser Mensch gut möglich älter als du und sehr, sehr weise. Dieser wird dich herausfordern. Nein, nicht Augen verdrehen. Es ist eine sehr, sehr gute Herausforderung, denn du wirst angespornt. Dieser Mensch möchte die beste Version deiner selbst herausholen. Du weißt, wir sind im ständigen Wachstumsprozess. Bleib nicht stehen. Es bleibt dir auch nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Dann für viele die Verbindung zum Geistführer beziehungsweise zu einer ganz bestimmten Entität. Es wird sich im Verlauf 2025 herauskristallisieren, ab Juli 2025. Und dann plötzlich, lieber Skorpion, bist du in der zweiten Hälfte des Jahres im Vertrauen. Denn wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, denk mal drüber nach, warum du bisher nicht im Vertrauen warst. Ich denke, du hast dir selbst nicht vertraut. Du hast dir selbst nicht vertraut, sei es vom Außen, weil du ständig kritisiert worden bist, in Frage gestellt worden bist oder einfach, weil du das Gefühl hattest, selbst wenn sie dich auf Händen tragen, deine zwischenmenschlichen Beziehungen, dass du trotzdem immer Angst hattest, etwas falsch zu machen, beziehungsweise einen Fehltritt zu machen. Das hört jetzt auf. 2025 ist ein Jahr für dich, das dich belohnt. Hört sich blöd an, ich weiß, aber es ist so. Es belohnt dich für deine harte Arbeit an dir selbst. Da 2025 transformiert dich. Es transformiert dich insofern, dass es ist wie so ein Andocken an sich selbst, an die Power, die in dir ist, an die Kraft, an dein Seelenlicht, an dein Potenzial, an deine ganze Persönlichkeit, welchen Charakter du heute hast. Es ist einfach so eine Festigung, dass du sagst, wie ich immer so schön in meinen Videos sage, wer mich liebt, wird mir folgen, ansonsten ciao. Ein Selbstbewusstsein, das du schon sehr, sehr lange nicht mehr gespürt hast. Keine Angst, es ist kein arrogantes Selbstbewusstsein, so nach dem Motto, ich bin der Überflieger und der Vollchecker. Nein, es ist eine Gewissheit. Und das strahlst du auch nach außen aus. Du wirst bemerken, dass sehr viele Menschen auf dich zukommen. Neue Menschen, die du schon kennst. Du kannst vor allem sehr gut unterscheiden 2025, wer ist Mensch, wer ist nicht Mensch. Auch das ein Thema, das 2025 generell auf uns zukommen wird, doch lasst mich jetzt nicht davon sprechen. Es geht darum, dass du dadurch, dass du diese vielen Antworten einfach wirklich auf dem goldenen Tablett serviert bekommst, sie dir zu Füßen gelegt werden, generierst du sehr viel Weisheit. Du bist aber auch bereit, für diese Weisheit zu zahlen. Ja, nicht, dass sie einen Preis hat. Du gibst dir einen Preis, nämlich den Rückzug. Aber gleichermaßen neugierig, wie du bist, lieber Skorpion, ist es nicht nur der Rückzug, sondern du begibst dich, um wirklich letzten Endes Bestätigung zu bekommen oder die Sicherheit zu bekommen, begibst du dich auf Abenteuerreisen. Diese können selbstverständlich wie immer physisch sein, kann eine Innenschau sein, kann aber auch eine Investigation bezüglich Themen sein, dass du so lange, bis du die Antwort nicht hast, keine Ruhe gibst. Und das ist gut so. Du darfst eine neue Seite an dir kennen. 2025 zeigt dir eine andere Seite deines Charakters, deiner Persönlichkeit. Es ist ein Jahr für dich der Vollendung. Einige Sternzeichen haben 2024 eine Vollendung ihrer Themen erreicht. Du erreichst eine neue Vollendung
2025. Sie sagen Oktober, im Verlauf des Oktobers. Es ist wichtig, dass du geduldig mit dir bist, denn all das, was es zu entdecken gibt 2025, du möchtest nach vorne preschen, Vorsicht. Es ist ganz wichtig, dass du Schritt für Schritt vorgehst, höre auf deine Intuition, denn 2025 bist du so euphorisch und so abenteuerlustig und so, yeah, ich schaff das, dass du dich ganz leicht selbst überfordern kannst, weil du schlichtweg zu viele Aufgaben angenommen hast oder zu viele Interessengebieten hast, die dir dann doch über den Kopf wachsen, weil du schaust 5 verschiedene Themen an und kein einziges kommt wirklich zum Schluss. Also, gehe Step by Step vor, schreibe dir auf das und mach die Häkchen dahinter. Es rennt nicht weg, alles wartet auf dich, um von dir entdeckt zu werden, vor allem der Erfolg. Du hast in der Karriere eine neue, man kann sagen, Strategie, die dir an die Hand gegeben wird. Es ist ein Großprojekt, lieber Skorpion. Und auch dort möchtest du nach vorne preschen, ganz klar, ganz verständlich, ganz menschlich. Am besten gestern schon die Million auf dem Konto und nicht erst in 40 Jahren. Alles verständlich. Doch du wirst alles bekommen zu seiner Zeit. Fahre dich runter. Ich möchte nicht der Spaßverderber sein, um dir sagen, endlich hast du wirklich grünes Licht, doch Vorsicht. Nein, ich möchte dir einfach den Hinweis geben, dass dieses grüne Licht so hell und licht und grün ist, dass du nach vorne rennst und dabei eventuell Wichtiges übersehen könntest. Alles wartet auf dich, denn 2025 ist eine Vollendung. Dann wird ganz ausschlaggebend ein Erdzeichen für dich werden, Steinbock, Stier, Jungfrau. Dieses Erdzeichen macht Kuckuck und wenn du dann zurück, hey, sagst, ja, dann ist es aus, vorbei. Ich habe nicht Kuckuck gesagt. Da brauchst du Geduld. Schaue, ob du dieses Spiel mitmachen willst oder nicht. Und vor allem schau dir die Spielregeln an. Wer gibt sie an? Wer hat sie aufgeschrieben? Mache deine eigenen Spielregeln. Vor allem lasse dich nicht ablenken. 2025 ist für dich ein Prozess des Vertrauens. Nicht nur in das, was invisible ist, sondern auch in dich selbst. Du hast einen Wachstumsprozess durchgemacht, in dem du dich wirklich in Persönlichkeit geschult hast, in Wissen geschult hast, in deinem Können geschult hast. Du hast Selbstvertrauen generiert. Noch, lieber Skorpion, ist es bei den meisten ein Selbstvertrauen, wo man sich denkt, wirklich? Wirklich? Ja, wirklich. Tune hinein. Denn du kannst ganz viel verändern. Du bist da, um zu verändern. In was und wem kommt sicherlich im Extended heraus. Sie sagen, das, was nicht ganz ist, dem Anschein nach, gibst du das fehlende i-Tüpfelchen. Also dieses Jahr sei abenteuerlustig, sei bereit, wirklich die Arme zu öffnen, zu empfangen. Nimm es an, es ist wohlverdient. Und es geht auch um das Wunderleben. All seine Freuden, all seine Tränen
gehören dazu. Du schaust hinter die Kulissen, du schaust aber direkt hinein. Ja, lieber Skorpion, 2025 ist für dich, wie gesagt, ein sehr ausschlaggebendes Jahr, ein Startschuss, dass du endlich, sie sagen, die Metamorphose hat stattgefunden. Breite deine Flügel aus und fliege, lieber Skorpion. Ich weiß, Skorpione haben keine Flügel, doch du weißt, wie es gemeint ist. Vertraue dir selbst ein für alle Mal. Du hast alles mitgemacht, alle Herausforderungen in den letzten Jahren, Step by Step, ja, gemeistert. Und nun bist du Meister geworden. Du bist zum Meister geworden. Hochachtung, du hast ganz, ganz viel an dir gearbeitet und nun wende all dieses Wissen, diese Weisheit an, um bereit zu sein für die beste Version deiner selbst. Wir machen weiter im Extended, wie gesagt, Monat für Monat ein kurzer Einblick, was wichtig und ausschlaggebend ist und selbstverständlich wie immer bei mir vor allem spirituell deine Aufgaben. Bis gleich, wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Ciao!